Wenn man Trompete spielt, hat es natürlich auch immer etwas mit Druck zu tun. Luftdruck, aber natürlich ein entscheidender Faktor ist auch, wie viel Druck verwendest du mit deinem Mundstück, deiner Trompete gegen deine Lippen. Das verändert den Klang und kostet dich letztendlich nur Ausdauer. Der Ton wird auch quäkig, also nicht voll und voluminös und hat einen schönen Kern, sondern er klingt steril, abgedrückt. Ich mache euch das mal vor. Ich hoffe, man konnte es hören, es wird quäkig vom Sound her, es ist nicht mehr schön. Und sobald du merkst, dass du in diese Richtung tendierst, müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, wie schaffen wir es, weniger Druck auf unsere Lippen mit dem Mundstück der Trompete auszuüben. Es ist immer leichter gesagt als getan, weil man hat sich natürlich an dieses druckvolle Spiel gewöhnt. Es gibt einem eventuell auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Letztendlich nimmt man dann aber die ganzen negativen Punkte wie Ausdauer, Klang etc., Flexibilität gehört auch dazu, in Kauf. Wichtig ist jetzt, wir müssen uns dieses Gefühl abtrainieren. Dabei empfehle ich immer, dass wenn man zum Beispiel Lippen summt, hat man ein ziemlich lockeres, freies Gefühl. Das Gefühl sollte man jetzt aufs Mundstück übertragen, damit man es später natürlich auch auf die Trompete übertragen kann. Also Mundstück an die Lippen. Und auch hier wieder darauf achten, dass es möglichst locker fließt. Bist du dir nicht sicher, dass es locker ist, dann mach folgendermaßen. Und zieh das Mundstück weg. In Zeitlupe, damit du wirklich jede Millimeter Bewegung bemerken kannst und dass die Lippen weiter schwingen. Wenn du jetzt aufs Instrument gehst, auf die Trompete, gehen wir auch hier wieder von einem bequemen Ton aus. Wir nehmen G1 wie immer. Und ziehen unser Mundstück, unsere Trompete ganz langsam weg und versuchen, das Lippenschwingen beizubehalten. Wichtig für dich, zieh die Trompete immer weg. Den Rückweg gehen wir nicht mehr, weil so, du triffst nicht deine Ansatzposition. Du trainierst dir dann eine komische andere Situation ein, eine andere Position ein. Eventuell ist die Gefahr sogar groß, dass du mit dem Mundstück Innenkante in deinem Lippenrot einplatzierst. Das wäre die erste Übung, mit der du an die Sache rangehen kannst. Die zweite Bewegung wäre, die zweite Übung, wenn du zum Beispiel merkst, okay, in der Mittellage habe ich kein Problem mit Druck, aber ab einem gewissen Ton, wie zum Beispiel C2, F2 etc. pp, bei jedem individuell, merke ich, ab dem Zeitpunkt benutze ich unglaublich viel Druck und bei dem Ton davor ist es noch in Ordnung. Dann bewegen wir uns jetzt zum Beispiel mal, wir nehmen mal folgende Situation, E2 wäre für uns jetzt so ein Ton, wo wir wirklich draufdrücken müssen. Dann machen wir diese Übung genauso. Wir nehmen zum Beispiel das G1 und spielen tonal nach oben über A, H, C, D2. Und wenn der Ton E2 der Druckton ist, gehen wir nicht zum E2, sondern wieder zurück. Immer mit Crescendo nach oben. Wenn es gut läuft und du merkst, okay, ich komme mit der Luftstromtechnik bis zu diesem Ton und ich übe keinen Druck gegen meine Lippen aus, dann bauen wir jetzt den Wechselton oben ein, und zwar S2. Und der nächste Schritt wäre jetzt natürlich zum E2 zu gehen. Das S2 fällt weg. Nur so schnell spielen, dass du es noch kontrollieren kannst. Also nicht zu schnell, sonst kommst du durcheinander und dann haben wir natürlich einen Fokus auf ganz anderen Punkten. Mach's langsam, mach's bedacht und achte auf deine Ausatmung. Und wieder weniger in der Abwärtsbewegung. Das heißt, wir haben in der Aufwärtsbewegung ein Crescendo und in der Abwärtsbewegung ein Decrescendo. Ganz wichtig, dass wir unser Spiel auf der Luft aufbauen und nicht auf dem Druck. Jetzt kommen wir noch zu einer dritten Übung, die hat auch schon bei dem einen oder anderen Schüler gut funktioniert. Und zwar die Technik der ersten Übung kombiniert mit der zweiten. Wir spielen nach oben. Und ziehen das Mundstück vorsichtig weg. Und das Interessante dabei ist ja,
nicht mit der ersten Millimeterbewegung bricht der Ton ab, sondern der ist erst noch da. Das heißt, ich kann ja auch mit weniger Druck des Mundstücks auf die Lippen den Ton spielen. Und wenn ich natürlich weiter wegziehe, dann habe ich wieder das Lippensummen bzw. den Luftstrom. Das heißt, man kann sich dort bewusst machen, dass man auch mit weniger Druck auf die Lippen diesen Ton spielen könnte. Und dann geht man halt wieder über das S2 zum E2 nach oben und versucht es auch in der Position, in der Höhe aus. Und der letzte Schritt ist natürlich, dass man genau diese Skala laufen lässt. Immer vorsichtig sein, dass man auf jeden Fall wirklich jeden Ton gut hören kann, dass der auch geschmeidig zum nächsten Ton nach oben geht. Denkt dran, nach oben Crescendo, nach unten Decrescendo. Ansonsten das Mundstück so leicht wegziehen oder ganz wegziehen, dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie weit man eigentlich die Lippe entspannen kann und über den Luftstrom das Ganze steuern kann, die richtige Tonhöhe beizubehalten, ohne dass man permanent mit dem Mundstück auf die Lippen draufdrückt. Denn dadurch blockiert man seine Muskulatur, seinen Ansatz. Man hat weniger Ausdauer, natürlich, weil die Lippen die Muskulatur schneller ermüden. Und man hat natürlich riesengroße Einbußen in Sachen Klang und natürlich auch in Richtung Flexibilität. Schadet nie, dass man sich genau mit diesen Themen auch beschäftigt, denn letztendlich geht es darum, dass man eben lockerer Trompete spielen kann und diese Lockerheit braucht man letztendlich dann auch bei technisch anspruchsvollen Stellen, wenn es mal wirklich hochgeht, wenn die Zungentechnik, also Doppelzunge, Triolenzunge etc. zum Einsatz kommt und wenn alles nur fest und hart ist, hat man keine Flexibilität und dann tut man sich da mit den anderen Punkten des Trompetespielens sehr schwer. Also Lockerheit ist wirklich Prämisse, die Lippen dichten zum Mundstück ab, aber nicht zu stark, ansonsten haben wir natürlich die Punkte, wie gerade eben schon beschrieben, wieder im Negativen und es soll natürlich immer möglichst locker sein, man soll ausdauernd spielen können, es muss sich gut anhören und man soll natürlich auch flexibel sein, damit man alle seine technischen anspruchsvollen Sachen auf dem Instrument auch ausführen kann. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, schreib doch in die Kommentare, welche Übungen du gemacht hast, damit du einen lockereren Ansatz bekommst. Ansonsten nicht vergessen, ein Like und ein Abo dalassen, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.